Okay, 35 zum ersten. 35 zum zweiten. Verkauft. Bitte an der Bar bezahlen. Hey, wow. Wenn man irgendwelchen Mist bekommt, einfach mal auf handelsregister.de gehen und mal gucken, gibt es die Firma überhaupt noch? Also auch noch, ja, ich habe auch schon Firmen gesehen, die gab es mal, aber sind leider liquidiert oder Insolvenz angemeldet. Also wenn Insolvenz läuft, dann schreibt man noch den Insolvenzverwalter. Sollte man bei sowas immer mal machen. Grundsätzlich bei Musik- oder Filmaufnahmen ist einfach so, ihr dürft es generell nicht verwenden, wenn ihr keine Lizenz dazu habt. Ja? Also das mit der Lizenz ist eh nicht so eine Sache. Das ist auch für die Kosten relevant, denn bei den herkömmlichen Anbietern, die das CMS bereitstellen, ist es erstmal vordergründig kostenlos. Also hier haben wir ein grünes Getränk von B-Panther. Also kannst du nochmal für die Fans, die sich nicht in Berlin auskennen, erklären, was das Zaubergetränk ist? Ja, das ist Berliner Kindelbier mit Waldmeistergeschmack. Gehst mal auf und du probierst mal und sagst dann deinen Zuschauern, wie es schmeckt, wie wär's? Muss ich das? Okay. Also wenn ich jetzt abstunze, dann nimmst du dann meinen Kanal. Ja, okay. Gib mir noch vorher bitte dein Passwort. Okay. Kanal des Monats. Schmeckt's ja auch, wer weiß. Auch gleich ist das Zeug leer, der saugt das jetzt weg. So. Aha, guck. Ja. Aha. Erwischt. Guck mal, der saugt schon hält. Ey. Drauf, ist doch egal. Das ist die Desinfektion. Das So. ist sauber gemacht. Und, was sagen wir? Das erinnert mich sehr stark an dieses Wassereis. Das heißt, sie wurde für 15 Cent bei den Wassereis gekauft. Sie merken, das war auch sehr lange, bis dieser abgelaufene Wodka sich durchgesetzt hat. Das erste Bier, wo ich mal dran nippen kann und nicht sofort so, danke. Alle ihre Erkältungen ausgetauscht. Tja, wenn ich morgen krank bin, weißt du warum? Nicht File-Sharing, Viren-Sharing. Also da finde ich, wenn es alles so wunderbar geschmeckt hat, dass wir ein bisschen Werbung machen sollten für das Bistro. Also wir sind hier im Bistro und Kaffeehaus am Alex, auf dem Alexanderplatz. Und das sind wirklich tolle Leute. Wir haben schon 3 Tage da gegessen. Ja. Weil ich angebracht habe. An diesem vergangenen Tag werde ich gar nicht rauskommen. Warum lacht ihr denn? Schöne High Definition. Genau. Seid froh, dass es fest ist. Ach so. Deswegen lacht ihr, ja. Wir sind hier beim Brandenburger Tor mit Udo von B-Panther und natürlich mit immer da unser Mirko. Also, liebe YouTuber, ich stehe hier jetzt auf dem Berliner Mauer. Hier gerade hat der Mauer gelaufen. Und jetzt laufe ich also auf der Berliner Mauer. Und jetzt bin ich in Ostberlin. Und jetzt in Westberlin. Und nochmal in Ostberlin. Das konnte früher nicht sein. Also, das ist wirklich das Symbol von Freiheit, die wir auf YouTube auch haben. Der Berliner Mauer. Oh, und da geht's schon B-Panther nach Ostberlin. Richtig. Und jetzt geht B-Panther wieder zurück nach Westberlin. Also ich muss sagen, eine sehr freie Preis. Also das Fest zum Tag der deutschen Einheit wird präsentiert von Coca-Cola. Wieso denn? Also das ist das Fest des deutschen Volks. Das wird präsentiert von Coca-Cola. Also ich gehe zu Ostberlin. Tschüss. Wir sind jetzt zu Ende und
am letzten Tag, Mirko? Ich sag Berlin einfach wunderschön. Ja. Immer wieder hier hinkommen. Okay. Oder was meinst du dazu? Ja, Berlin ist einfach spitze, ja. Daumen nach oben. Ja. Kann ich auch nur empfehlen. Kommt hierher, schaut es euch an. Genial. Ja, ich kann dazu nur zustimmen. Und ja, Berlin ist einfach eine super Stadt. Und wir sagen einfach... Also, wir sind hier wieder im Zug. Hier ist natürlich wieder unser Mirko. Hallo. Ist schon das ganze Wochenende dabei. Also Mirko, dein Fazit bitte. Also mein Fazit, also Berlin war wunderschön, also war recht cool in Berlin. Wir haben viele Sachen gesehen, das Treffen, viele Leute getroffen, war also viel unterhalten. Und ich fand es eigentlich recht gut. Man hat was gelernt durch die Vorträge von anderen Leuten und so und war recht gut. Ja. Also bevor wir wieder nach Hause fahren, hast du vielleicht noch Tipps für Joe Cognito für nächstes Mal? Für nächstes Mal, also ja, na klar, Pausen machen dazwischen und halt, wie soll man sagen, dass man sich unterhalten kann und dass das nicht so lange geht halt. Ja. Also, das war wieder das Wochenende vom YouTube User Kongress. Und ja, ich muss sagen, es hat mir wirklich ganz viel Spaß gemacht und ich bin auch froh, dass ich hier dabei war. Was mir am meisten gefallen hat, war, dass alle YouTuber einfach sehr gut drauf waren und sich sehr sozial benehmen haben. Und ja, die Vorträge waren auch wirklich spitze. Ubuntu hat mir überraschenderweise sehr gut gefallen. Ich hatte vorher nichts mit Linux, aber ich werde das bestimmt mal ausprobieren. Und zum Thema Tipps für Joe Cognito. Ich habe als Tipp, wie Mirko schon gesagt hat, ein Kongress soll eine Balance zwischen informativ und sozial haben. Also es muss auch Zeit geben, sich mit anderen zu unterhalten. Also es gibt Leute, mit denen man schon ganz lange Kontakt auf YouTube hat und die man dann wirklich in echt sieht und mit denen man sich unterhalten will. Und dafür gab es jetzt nicht so viel Zeit. Also vor allem für die Leute, die nur am Samstag und Sonntag dabei waren. Aber ja, das war eigentlich das Einige. Und natürlich soll es auch Zeit zum Essen geben. Und ja, jetzt war das so, dass man Vorträge verpassen musste, um etwas zu essen zu gehen. Also ja, aber sonst wirklich gut gemacht, Joe Cognito. Ich habe mich wirklich ganz gut unterhalten und nächstes Mal bin ich bestimmt wieder dabei. Keep filming.